Servus und herzlich willkommen zurück zu Let's Play mit dem Brandmeister. Das war mich nicht verabschiedet, aber das macht doch gar nichts. Wir machen einfach direkt weiter. Ich liege auch gar keine Pause zwischen den einzelnen Dingern ein, sondern hier geht's Schlag auf Schlag. Quasi hier noch frisch drin. Mit meinen 2 HP. Es wäre. Ja, genau. Zack. Hier. Da auch irgendwo hin? Nein. Wäre nicht das erste Mal, dass man irgendwo hin kann, ohne es zu wissen. Also ohne dass man es sieht. Zack. That is how we do it, said Renato to himself. Genau. So macht man das. Das komische Ding hier, das hat auch irgendwie noch gar nichts gemacht. So. Ah, endlich. Ah, ist das cool. Cool. Bisschen mehr Krams. Really fun was hooking yourself onto a moving ship. Ja. Schatzkeks. Ich glaube... Ich wollte einen Gegner mit einem Schwert, wenn du ihn greifst, um Schaden zu verursachen. Das ist auch nicht schlecht. Aber dafür brauche ich 3. Na gut, dann nehmen wir. Also ich kann gar nicht aufsteigen. Hoch. So. Ich weiß nicht, ob es zu viel Fall. Oh. Au. Ja, es ist dann mit diesen ganzen Blinke-Dingern und um einen herum und so ist das ganz schön schwer, das richtige zu sehen, was passiert und wo es passiert. Das ist gar nicht so leicht. Ja, wir machen natürlich gleich nochmal. Und zack. So geht das, Jungs. Energie. Okay, die teilen sich also eine Energieleiste. Muss man ja auch erstmal wissen. Okay. Das scheinen wohl geskriptete Abstürze zu sein, die jedes Mal kommen, wenn man da hingeht. Naja. He was tired of slaughtering ravens. Maybe it was time to test out the new weapon. He turned a knob on the Sky Ripper. It made strange mechanical noises. The wheels spun faster. It began to hum. The Sky Ripper was following his every step. At least it acknowledged him as the master. But there was no trigger. How was he supposed to fire it? Fire, he said. Nothing happened. Well, maybe it just needed to warm up. After all, it hadn't been fired in thousands of years. Ja, vielleicht. Felt a little better. Aber nur ein bisschen. Ah, endlich. Ach, Juwelen. Angriffstempo um 10% erhöht. Schwerter? Da fehlt mir noch was, aber ich kann das hier aufrüsten. So. Wie komme ich jetzt nach da drüben?
machst du denn? Nimm dich vor explodierenden Raben in Acht. Werden sie getroffen oder geworfen, dann explodieren sie. Nutze sie zu deinem Vorteil. Okay. Okay. The Sky Ripper was making a whining noise now, and its wheels were spinning so fast he could no longer see them. Renato had a thought. Please? He asked. The Sky Ripper began to glow. Boom! The outpost burst into flame. Ravens flapped out screaming, wings on fire. The base was his. The far speaker toad came hopping out. Renato! It croaked, sounding like a toad version of Zenobia. Don't use the Sky Ripper. It will destroy the world. Yeah, sure it will, cracked Renato. Pull the other one. If you don't trust me, go see Calaveras. That sounded sensible. Why did she always have to sound sensible all the time? Oh, it was infuriating. Of course she would say that. He was supposed to hurry and bring the Sky Ripper to the council so the rebels could actually win the war. But what if she was right? Damn it. Verdammt. Ja, hier. Just this once, he would not let Zenobia get into his head with her logic and her wisdom and her appeals to reason. He was a fox. He'd go with his instincts, and it would all work out like it always did. Oh, he was sounding like a reckless idiot even to himself. But if there was one thing Renato could never bring himself to do, it was turn back on a decision he'd made. Jawohl. Ja, ich bin ein Trottel. Aber ich bin ein Trottel, der durchzieht, was er durchzuziehen hat. So. Weiter geht's. Keine Müdigkeit vor Schützen, Renato. Spiel wird gespeichert. Geladen und... Imperials were flapping and cawing all around the ruins. They must be panicking with rumors flying of the super weapon. Maybe they hoped to find and destroy the base before he could put the Sky Ripper into action. The Sky Ripper was whining and heating up. It will be time to use that energy soon. Genau. So. Müsste seine Energie nur einsetzen. Kann ich jetzt... Ja. Jetzt kann ich mir was kaufen. Hättest du wohl gerne. Da unten liegt was. Komme ich da hin? Ja, sehr schön. Sehr schön. Noch mehr Krams. Krams für die Kramschublade. Da kann man nochmal einen Altar benutzen. Da kann man nochmal ein Waffenbänkchen nutzen. Interrupted story time. Caught the lead Raven. Now we'll never find out how it ended. Ended. So, halt. Die auch noch. Abkürzung. Was ist das hier? Gehen wir mal hier rauf. Mal gucken, wo wir dann hinkommen. Ah. Convince a firewall you're its friend. Aha, eine Feuerwand. Da kann man sich zurückporten. Oder sonst wohin porten, aber erstmal können wir jetzt die Feuerwand hier vorne, was dahinter liegt. Haben wir nicht umsonst freigeschaltet. Aha, cool. Not everyone knew how to use magical gems. Of course, not everyone had magical gem gauntlets like he did. Ja, stimmt wohl.
Juwelen. Ja, toll. Achso. Erhöht Widerstand gegen Zauberschaden. Sehr gut. Kann ich mir auch ein neues Schwert basteln? Na, es fehlt noch ein bisschen was. Aber noch ein bisschen. Zenobia talking about this was a fantastic weapon. Burst into flames with just a touch of its killer beam. He was tempted to leave it on all the time, but he didn't want to accidentally slice off some council toad's head or tongue. She'd been trying to distract him. Well, this time, no one was going to distract him. No one. Not even Zenobia. So. Schade, ich dachte, ich könnte mich da durchdashen. Renato remembered a fairy tale his mother had told him. About a land where only the apes Konnten wir an die Tiere. Eine kleine Herum nicht. went around without clothes. Ja, komm hier. Ich weiß nicht, warum kann ich die denn nicht da angreifen? Also manchmal funktioniert's. Manchmal halt nicht. Bisschen inkonsequent das Ganze. Archivieren. So, zack. Zack. Hey, can't you tell if someone's far away or just really small? Tja, das weiß man nie. So, okay. Schließ dein Auge. Errungenschaft freigeschaltet. Ja. Ich schließe es gleich. So. Zack. Dashing and doing so fast. So. Jetzt hat aber einmal durch alles durchgedasht. When I build my castle, thought Renato, all my gates are going to open with buttons, and all the levers will drop rocks at your head. Wäre auch keine schlechte Idee. The long stairs. So he was close to the rebel base. Nothing was on fire. So far, so good. That was awesome. Jawohl. Awesome. Da komme ich noch nicht durch. Schade eigentlich. Sieht man mal, nicht immer auf die Frauen hören, sondern einfach mal machen. As he headed towards the council chamber, Renato felt everyone watching him. "You've saved the rebellion," said the council speaker. "Frankly, we were afraid you'd turn aside to save that idiot Lapino." Not bloody likely, Renato told them, feeling he was maybe being a bit harsh on the poor mad rabbit. "If you never make sacrifices," he said, "you're probably not doing the right thing." The speaker nodded. "Are you ready to lead the charge?" "Let's roll," he said, with grim satisfaction. Renato set sail for the fleet. The Sky Ripper had lost its wine. It was humming now, as if it had taken some time to seat properly.
He had always been irresponsible. This time, he'd done the right thing, made the hard decisions. He was a real hero. He hadn't let himself be distracted by old friends or old lovers turned enemies. Finally, he could be proud of himself. Ja, endlich. Wurde aber auch Zeit, dass wir das sein können. So. Schauen wir mal, wie spät das ist. Ja, 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 ja. Gut, ich glaube, nach dem Level machen wir dann wieder ein kleines Päuschen. Obwohl, das ist das letzte. Komm, das geht garantiert auch noch ziemlich fix. Na, obwohl. So was Sky Ripper. The Sky Yes. Ripper had a will of its own. It picked out its own targets and set them on fire. Genau. It's gonna be a short battle. He would set the ships on fire if he didn't need them to get to the Emperor. And he wondered if he'd see Zenobia, or if she'd flee. Wouldn't she be proud of him? At least, a bit of respect. He'd become an all-conquering hero. Werkbank, Juwelen haben wir nichts Neues. Ja. Schwerter. Kann ja auch nichts Neues schmieden. Gut, na gut, dann bis zum nächsten Mal. Hier heißt Let's Play mit dem Rennen.